Aloha, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich und lade dich ein, in diesem Video dich auf den Saint-Germain und seine Ansicht darüber, wie du in deine höchste Frequenz kommen kannst, einzulassen. Er hat uns eine wunderbare Affirmation mitgegeben, oder mehrere sogar, uns daran erinnert, wie wichtig es ist, achtsam und liebevoll mit uns selbst zu sein und wie wir Situationen vorbereiten können, vor welchen wir Angst haben zum Beispiel oder schon lange genervt sind, einfach wie wir ganz bewusst in unsere eigene höchste Kraft kommen können. Ich will es dir also gerne ans Herz legen und wünsche dir jetzt viel Vergnügen mit Saint-Germain. Alles Liebe, deine Adriana. Guten Abend. Herzlich willkommen zu diesen Channeled News. Guten Abend, schöne Seelen. Ich freue mich gerade unglaublich, wieder mit euch auf diesem Weg verbunden zu sein und ich hoffe doch, in ein sehr, sehr spannendes Channeling zu unserer Zeitqualität eintauchen zu dürfen. Ich glaube, wir alle haben den letzten Vollmond auf die eine oder andere Weise ziemlich gut gespürt. Es hat aus meiner Sicht in vielen Leben, von denen ich gerade so mitbekomme, sehr, sehr viel verändert. Also so eine Grundschwingung ist anders geworden. Ich glaube, meine Freundinnen würden generell mal so sagen, es ist irgendwie schwieriger geworden. Und ich kann da so ein Stück weit wirklich auch mitschreiben und sagen, ja, es ist was im Busch. Es ist eine anspruchsvolle Situation geworden, so ganz mit sich im Frieden zu sein. Und deswegen finde ich es unglaublich schön, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, gemeinsam in der Gruppe zu meditieren, dich auf dieses Channeling einlässt und dementsprechend grüße ich dich natürlich ganz, ganz herzlich und sag Danke für deine Aufmerksamkeit, denn das ist Lebenszeit, die du jetzt investierst und mit uns teilst. Danke. Ich bin natürlich schon sehr gespannt, was uns der liebe Saint-Germain mitbringt, möchte dich aber einladen, erst einmal mit mir bewusst und tief zu atmen, damit wir alle so ankommen können. Und wie ich sehe, geschieht ja da schon auch ganz viel im Chat. Ich werfe jetzt da mal noch so einen Blick rein und lade dich aber gleichzeitig ein, schon mal so bewusst zu atmen. Es ist eine unglaublich schöne Energie, wenn sich Menschen von nah und fern miteinander verbinden. Wir nutzen ja heute die Technik und auf diesem Weg, ich hoffe schon, dass wir bald dann mal auch in der Lage sind, uns so ganz geistig auf dem Weg zu verbinden, dass wir das noch spüren. Uns also wirklich virtuell, nicht nur virtuell, sondern geistig wirklich treffen können. Das wäre schön, ne? Dann wären die Channel News, die würden, glaube ich, ganz anders ablaufen. Also immer so schön zu lesen, wo ihr alle herkommt. Und ja, dann lasst uns doch jetzt einfach mal atmen. Ich lade dich ein, ganz bewusst und tief ein und noch ein Stück bewusster auszuatmen. Und gleich nochmal. Und fühle richtig gut in dich hinein. Ohne zu bewerten, nur fühlen. Und lächeln. Diese 3 Schritte, liebe Seele. Atmen, fühlen, lächeln. Die bringen dich so schnell ganz in deine Gegenwart. Ich wünsche dir von Herzen, dass es dir gelingt, das öfters zu zelebrieren oder zu tun. Atmen, fühlen, lächeln und schon bist du da. Und jetzt wollen wir aber zusätzlich noch in unsere Gruppe den Saint-Germain einladen und ich bitte dich,
zu diesem Zweck sozusagen nochmal bewusst und tief einzuatmen und auch du verbinde dich mit dieser Energie, mit dieser kraftvollen, vielleicht auch violetten Flamme für dich oder mit dieser Energie namens Meister Saint-Germain oder auch ohne das Meister. Einfach offen sein für eine kraftvolle Energie, die uns jetzt begleiten soll. Ich lade dich ein, weiterhin zu atmen, zu fühlen und zu lächeln und sag meinerseits schon mal viel Vergnügen und bis später. Ich grüße dich. Ich grüße euch, ihr wunderbaren Seelen. Was für eine Freude! Was für ein Augenblick, jetzt mit dir auf diese Weise verbunden zu sein. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und du bist ein Wunder. Ja, das bist du wirklich. Und es ist immer wieder erstaunlich. Für uns eins zwar nicht wirklich, aber ich will es doch so gesagt haben, wie sehr du dich entwickelst, wie sehr du deine Entfaltung zulässt und wie die Samen, die du gesetzt hast vor Jahren, jetzt ausschlagen, keimen und dir dementsprechend die Möglichkeit geben, wirklich heranzureifen mit dem, was du wirklich bist und bringst, in die Welt hineinbringst. Und dafür möchte ich Danke sagen. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, dich daran zu erinnern, wie wunderbar du bist. Wie dankbar wir aus der geistigen Ebene sind, dich in dieser Zeit auf der Welt zu wissen. Dich ganz im Hier und Jetzt erkennen zu dürfen in deinem individuellen Sein und Wachstum. Und das Wunder des Menschsein, dass du immer mehr entdeckst, entfaltest und eben wirklich in die Welt hineingebärst. Das ist schlicht wundervoll. Ich danke. Damit aber in dieser Zeit, in der es jetzt eben schon so die eine oder andere Herausforderung gibt und es ganz wichtig ist, dass du klare Entscheidungen fällst und dir den Weg dieser Entscheidungen auch bereitest, möchte ich gerne mit dir über deine höchste Frequenz sprechen oder dir an die Hand geben, wie du in deine höchste Schwingung kommen kannst und will dazu auch gleich mal sagen, das ist eine Entscheidung. Wie also kommst du in deine höchst schwingende Frequenz? Indem du dich in den Fluss, in den Strom des Lebens und deiner Seele stellst. Indem du atmest, indem du visualisierst, indem du aussprichst, das gesprochene Wort, dieser heilige Akt der Schöpfung nutzt. Und dann zulässt, dass geschehen kann, was in diesem Augenblick dann durch dich eben geschehen kann. Hör genau zu. Geschehen kann. Nicht, was du tun musst, was du leisten musst, was du selbst an Lösungen erarbeiten musst, sondern was durch dich geschehen kann und darf. Ich weiß, dass viele von euch derzeit aufgerufen sind, mutig zu kommunizieren, mutig zu sein, ganz sich selbst zu sein. Es braucht viel Mut und auch Kraft, diesen Herausforderungen lichtvoll zu begegnen. Und doch sehe ich, dass du dich wirklich immer mehr eben mit deiner eigenen Kraft auf diesen Weg sozusagen einlässt. Und ich danke dir. Wie gesagt, du hast so große Schritte geschafft sozusagen in letzter Zeit. Es gibt ausreichend genug Gründe, um ganz liebevoll und ganz respektvoll mit dir selbst zu sein. Und dazu lade ich dich auch ein, das regelmäßig im Spiegel
in einem freundlichen, friedvollen Blick in den Spiegel dir gegenüber zu kommunizieren. Und ich lade dich auch dazu ein, eben das gesprochene Wort als Affirmation, als Schöpfungsakt zu nutzen. Wenn du also vor einer Situation stehst und du schon mal ein bisschen Bammel spürst oder vielleicht auch einfach gerne mal anders reagieren möchtest, eben nicht die alten Muster abspulen willst, nicht immer wütend, frustriert, ängstlich oder sonst auf irgendeine unangenehme Art und Weise reagieren möchtest, dann bereite die Situation vor. Das meinen wir, die geistige Welt, wenn wir sagen, geh in die Eigenverantwortung, schöpfe. Schöpfe die Situation, indem du dir vorher Zeit nimmst, dich bewusst hinsetzt, atmest, spürst und lächelst. Und dann zum Beispiel eine Affirmation sprichst wie ungefähr: So wahr ich hier und jetzt bin, entscheide ich mich für meine höchste Frequenz. Lass das mal auf dich wirken. Was geht an dir vor? Was denkst du? Nimm es wahr, ohne es zu bewerten, einfach fließen lassen, einfach da sein lassen und dann diese sogenannten magischen Worte sprechen, diese schöpferische Kraft deines Bewusstseins nutzen und sagen: So wahr ich hier und jetzt bin, entscheide ich mich für meine höchste Schwingung oder für meine höchste Frequenz. Ich gehe ganz in den Fluss meiner Seele. Ich bin geführt. Werde kreativ, geliebte Seele. Nutze deine eigenen Worte. Aber überprüfe sie achtsam, dass sie auch der sogenannten Wahrheit entsprechen, also liebevoll, respektvoll und achtsam sind. Das ist ganz wichtig. Aber ich würde es sehr begrüßen, wenn du dir immer mal wieder Zeit nimmst, in gewisser Weise deine eigenen Affirmationen zu nutzen. Oder meinetwegen alte hervorzukramen, die schon mal funktioniert haben. Gerade jetzt ist es so wichtig, den Denker, den so angekurbelten Verstand in dieser Zeit liebevoll zu begleiten, ihn bitte nicht zu verurteilen, ihn bitte nicht ständig korrigieren und ihn bitte auch nicht irgendwie verfluchen, um seine Art immer wieder zu repetieren und so weiter und so fort. Sei liebevoll mit deinem ganzen Sein. Auch wenn du nicht dein Verstand bist, ist er doch Teil von dir und darf auch von dir ganz liebevoll, achtsam, respektvoll begleitet sein, in eine liebevollere Art zu denken. Ein ganz guter Trick übrigens ist, wenn du da so in einer Schlaufe gefangen bist und schon 1001 Techniken heute probiert hast und alles nicht funktioniert, weder atmen. Man kann übrigens bewusst eine Stunde lang atmen, was sehr zu empfehlen ist, und vor allem auch bewusst ausatmen. Aber wie gesagt, wenn einfach alles nichts nützt, wirklich alles nichts, und du immer wieder in die gleiche Schlaufe fällst, dann frag doch deinen Verstand mal ganz, ganz liebevoll: Okay, das hast du mir jetzt schon auf vorwärts und rückwärts 1000-fach erzählt. Wir haben dieses Gespräch, diese Situation jetzt schon x-mal mit Angst, mit Wut, mit Frustriertsein, mit Versuchen freundlich zu sein und so weiter gekleidet. Und ich bin irgendwie immer noch sauer oder immer noch aufgeregt, habe immer noch Angst, was auch immer. Sag mal, lieber Verstand, wie wär's, wenn du mir jetzt das alles in einer absolut liebevollen Frequenz erzählen würdest? Und weißt du, was dann manchmal folgt? Absolute Stille. Weil dein Verstand für einen Augenblick so perplex in diesem Sinne ist und so überfordert ist, dass er gar nicht mehr weiß, was er jetzt sagen soll, denn er hat eine Aufgabe bekommen. Er wurde respekt und liebevoll behandelt, obwohl er eigentlich keine Persönlichkeit ist. Irgendwie schon. Aber wenn du mal Gedankenstille brauchst, dann gib deinem Verstand einen Knochen sozusagen, einen liebevollen
und lass ihn dich unterstützen. Lade ihn liebevoll ein, dich zu unterstützen. Und wenn dann ein Moment Pause herrscht, dann atme und lächle und dies bitte von ganzem Herzen. Denn dann erlebst du etwas ganz Besonderes, nämlich Heilung.